Herzlich willkommen in meinem Wohnzimmer. Mein Name ist Peggy und ich bin 24 Jahre alt. Ich studiere Kunst und Englisch auf Lehramt und das im 9. Semester bzw. im 10. Semester, denn ich habe im Oktober 2016 angefangen zu studieren. Diese Woche werde ich euch gern so ein bisschen einen Einblick gewähren in mein Studieleben. Auch wenn es durch Corona so ein bisschen anders gerade aussieht, zeige ich euch alles, was zu entdecken ist. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Mein Tag startet heute mit einem richtig coolen Kurs, und zwar nennt sich der auf Witches and Wizards and a Critical Perspective. Der dreht sich um Harry Potter und findet in Literaturwissenschaften, in Anglistik und Amerikanistik statt. Und ich glaube, es ist einer der beliebtesten Kurse bei uns, denke ich. Ich will nichts Falsches erzählen, aber ich freue mich richtig. Ich bin dieses Semester nur Zuhörerin. Es hat irgendwie so lange nicht in meinen Stundenplan gepasst. Hat sich immer alles überschnitten mit diesem Kurs. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich endlich dabei sein darf. Ich habe gerade schon die Tagesschau gehört und jetzt gibt es Frühstück. Zeige ich euch mal. Und zwar gibt es hier einen Chia-Pudding. Das ist mein Arbeitsplatz. Da sitze ich jeden Tag, wenn ich Uni mache. Let's get started with today's session. The building of Hogwarts maybe, so the architecture, yeah, absolutely. So that would be, for instance, some form of Neo-Gothic. Ich wollte euch ganz kurz noch erzählen, wie es denn eigentlich zu Kunst und Englisch gekommen ist. Das sind auf jeden Fall zwei Sachen, die mich schon immer super interessiert haben. Sprachen und auch Kunst. Und das wollte ich gerne kombinieren und so ist es dann gelaufen. Aber was die beiden Fächer sehr besonders macht, ist, dass beide eine Eignungsprüfung brauchten, um das studieren zu dürfen. In Englisch war es so, dass wir einen Test schreiben mussten. Ich glaube, der ging so 80 Minuten und man musste Grammar, Pronunciation, Vocabulary, Tenseforms da einbringen und richtig anwenden. Und danach hat man direkt erfahren, ob man bestanden hat und sozusagen Anglistik, Amerikanistik studieren darf. Bei Kunst war es ein bisschen anders, da mussten wir eine Mappe abgeben mit ganz vielen Arbeiten. Ich glaube, das waren so um die 20 Stück. Da konnte man Malereien einheften, Skulpturen zeigen, Videos, Fotografien. Also eigentlich das, was einen so ein bisschen am meisten oder am besten beschreibt. Was einem Spaß macht natürlich, ganz wichtig. Dazu kam noch ein Werkstatttagebuch, so sieht es aus. Das ist ein künstlerisches Tagebuch, wenn man das nochmal in anderen Worten formulieren würde. Da notiert man eigentlich alles drin. Also Gedanken zu irgendwelchen Kunstwerken, die man in irgendwelchen Ausstellungen sieht, Recherche, Gedanken, Assoziationen, Fotografien, Zeichnungen. Eigentlich ist alles möglich. So sieht das zum Beispiel aus. Das ist eins meiner ersten aus dem Studium, denn sowas wird tatsächlich recht oft gemacht in den Fächern. Super hilfreich, dann irgendwann wieder da reinzuschauen und zu sehen, ah ja, cool, das ist hilfreich, das brauche ich nochmal gerade. Ja, sowas mussten wir einreichen und dazu kam dann noch eine Prüfungssituation. Da hatten wir auch nochmal Aufgaben bekommen und Fragen gestellt bekommen und dann wurde uns gesagt, ob wir Kunst studieren dürfen, können oder nicht. So, bei mir gibt es jetzt Mittagessen. Ich habe ganz schnell was gekocht. Hier seht ihr das Ganze. Linsen, Tomaten, Pilze, veganer Mozzarella und Blumenkohl mit Hummus und Pesto in der Mitte. Das lasse ich mir jetzt schmecken und danach geht es in die Uni zum Campusradio. Hallo! Hallo Peggy! Hallo Anni! Und hier ist das Tonstudio. Hallo! Das ist Michel und das ist Johannes. Moin! Was macht ihr gerade? Wir nehmen gerade eine Sendung auf übers Impfen. Kommt nächste Woche. Könnt ihr reinhören auf campusradiodresden.de.
Hallo, wir sind vom Campus Radio. Wir haben einen Aufgabe, einen Lightning-Adapter. Okay. Jetzt mal kurz mal die Kamera aus. Achso. Guten Morgen. Ich habe gleich Uni und habe International Negotiations. Das ist ein Kurs, den ich in Englisch habe, wie der Name schon sagt. Und da lernen wir so ein paar Verhandlungstechniken kennen, vor allen Dingen auch vor unterschiedlichen kulturellen Hintergründen. Also super nützlich, auch für die Zukunft. Und werden heute unser Fallbeispiel, was wir letzte Woche begonnen hatten, zu Ende performen. Das ist natürlich alles recht spontan. Wir haben uns schon ein bisschen abgesprochen in den Gruppen, in den zwei Parteien sozusagen. Aber letztendlich ist es halt immer ein bisschen spontan in so einer Verhandlung. Und deswegen bin ich ein bisschen aufgeregt. Ja, und danach habe ich eine Vorlesung, die nennt sich Gender Studies 2. Und da gibt es immer richtig viel mitzuschreiben. Aber ich freue mich. I'm one of the shop floor stewards, and I'd like to say some words about the conditions, the working conditions in our factory. So, ich habe gleich Gender Studies und wir werden heute wahrscheinlich weiter über Judith Butler reden. Da haben wir schon letzte Woche angefangen und vielleicht werden wir auch so ein bisschen über Volcano sprechen. Das ist eine Person, die in dem Feld besonders bekannt und berühmt ist und wir durften uns dazu auch eine Lecture angucken, die er jetzt in den letzten Jahren gehalten hat hier an der TU Dresden. Okay, ich glaube, es geht los. If your body is neither male nor female but functions and works, why should you change it? Only to correspond to a norm. So, bei mir gibt es jetzt Mittagessen und zwar ist das Kartoffeln und Quark. Ich glaube, das ist super berühmt hier in Sachsen. Ich selber habe das als Kind richtig oft gegessen bei meinen Eltern und es ist super easy zu machen. Es sind Kartoffeln, gekochte und Quark mit Zwiebeln, Gewürzen, manche mögen auch noch Gurke. Und ja, das kommt dann alles zusammen mit Leinöl. Viele mixen sich dann so ein Brei draus. Gut, ich gehöre da auch dazu und es ist so lecker. So, ich setze mich gleich so ein bisschen an Campusradio-Zeug ran, aber bevor ich das tue, will ich noch mal ganz kurz sagen, das Campusradio ist das erste und das einzige Uniradio hier in Dresden. Wir haben 3 Bereiche oder 3 Ressorts, in denen wir arbeiten, aber auch ja, immer mal wechseln. Also wir haben die Wortredaktion, die Musikredaktion und das Marketingteam, welches ihr natürlich jetzt ein bisschen kennenlernen durftet schon. Und wie gesagt, wir arbeiten immer mal überall mit und probieren uns aus. Ja, jeden Mittwoch kommt zurzeit eine kleine lustige Quizrunde online auf Instagram und diese bereite ich jetzt vor. So, ich zeige euch mal jetzt so ein paar Fragen und Umfragen, die wir bis jetzt schon veröffentlicht haben an unserem Fragen-Mittwoch auf Instagram. Das sind jetzt die fertigen Questions oder Quizfragen. Zum Beispiel hier, wer verkaufte in 2016 mehr CDs als Beyoncé? Das war Mozart. Und dann habe ich hier ganz passend zum Pride Month: was sind eure Lieblings-LGBTQI+-Artists? Hallo, ich bin hier heute im Zwinger und zwar treffe ich mich mit einer Freundin und wir gehen in die Alten Meister. Hi! Wer bist du denn? Ja, ich bin Ulrike, ich studiere auch Kunstpädagogik an der TU Dresden und zwar für Grundschullehramt und genau, wir wollen jetzt gleich starten. Ja, in die Alten Meister, denn die Alten Meister sind Teil der staatlichen Kunstsammlungen hier in Dresden. Ich glaube, hier findet man so um die 700 Kunstwerke, vor allen Dingen auch aus der Renaissance. Und wir haben das Glück, als KunststudentInnen for free, also ganz kostenlos da reinzukommen, weil wir auch sehr viele Kurse in Kunst hier verbringen, aber auch in den neuen Meistern vor allen Dingen. Und ja, wir wollen euch heute mal so ein bisschen mitnehmen. Wir zeichnen ein bisschen, wir schauen ein bisschen, weil wir waren sehr lange nicht mehr hier durch die Corona-Pandemie. Und wir freuen uns. Wir freuen uns. Viel Spaß!
sind jetzt bei der Sixtinischen Madonna angelangt. Von wann ist die? 1512 bis 1513. Okay, und sie ist von Raphael und ich glaube, das ist eine der berühmtesten Arbeiten hier in Dresden. Aber sehr berühmt sind natürlich auch die kleinen Putti da unten. Da sieht man die. Da. So, die Ulrike hat hier auch ihr Werkstatttagebuch mitgebracht. Von damals, aus Arbeit vor dem Original. Und hier sieht man auch ein paar Skizzen, ein paar Zeichnungen, ein paar Fakten. Ja, sowas kommt in unsere Werkstatttagebücher in Kunst. Guckt mal, das ist das Schokoladenmädchen von Lyotard von 1744. Ein sehr berühmtes Pastellbild. Und ja, was macht es so besonders? Es macht es so besonders, weil das ein ganz einfaches Stubenmädchen ist. Ein Dienstmädchen, was wohl noch nicht mal bekannt ist, ob es real ist oder nicht. Und weil es dann auch Schokolade hält. Schokolade ist damals richtig selten und teuer gewesen. So, hier kann man die verschiedenen Stimmungen während der Corona-Pandemie erkennen. Ach, ein kleiner Geheimtipp, wer es vielleicht noch nicht kennt, vor dem Zwinger gibt es auch noch ein kleines modernes Kunstwerk und zwar von Erwin Stache. Eine Klanginstallation. Ja, eine Klanginstallation namens Klangmomente und da gibt es diese Poller hier und wenn man die berührt, dann reagieren die und machen solche Wassergeräusche. So, wir hatten jetzt ein bisschen Hunger nach unserem Ausstellungsbesuch und deswegen sind wir in die alte Mensa gefahren. Und bei uns gibt es jetzt Lasagne sin Carne, also ganz vegan. Guten Appetit! Ich hoffe, euch hat der kleine Einblick in meine Woche gefallen. Falls ihr Fragen zu meinem Studiengang habt, dann stellt die gerne in die Kommentare. Wenn ihr weitere Videos der TU Dresden sehen wollt, dann schaut vorbei beim letzten Vlog mit Alona aus den Verkehrswissenschaften und klickt einmal da. Wenn ihr die neue Folge von Alina testet sehen wollt, die mit der Umweltinitiative TUVI unterwegs war, dann klickt einfach hier. Und falls ihr in Zukunft keine weiteren Videos der TU Dresden verpassen wollt, das wollt ihr nicht, dann klickt die Glocke und abonniert den Kanal.